Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zum Server einrichten. Heute richten wir uns auf unserem Server, den wir von HK Hosting bekommen haben, Link in der Beschreibung wie immer, einen Server ein, und zwar einen WordPress-Server. WordPress ist ein wunderbares Tool, mit dem man sehr, sehr leicht irgendwelche Blogs oder sowas erstellen kann. Und ja, die müssen natürlich auch irgendwo gehostet werden. WordPress macht es einem da wirklich einfach. Wenn ihr wollt, können wir auch gerne mal ein WordPress-Tutorial machen. Also eine Reihe wirklich nur dazu. Hier geht es jetzt aber darum, wie ihr so einen WordPress-Server aufsetzen könnt. Das bedeutet, wir müssen erstmal uns auf natürlich unserem Server einloggen und die ganzen Sachen haben wir eigentlich schon 100 Mal gemacht. Also das heißt, erstmal den SSH-Key hinzufügen, dann euch einloggen über SSH und dann erstmal Root-Rechte hier bekommen. Wenn ihr nicht wisst, was das alles ist oder noch nie einen Server in der Hand gehabt habt, bitte ich euch ganz dringend, die ersten paar Videos in dieser Serie zu gucken. Mindestens bis Video 7 solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, um die Sicherheitsmaßnahmen auch hinter euch zu haben. So, weiter geht's. Jetzt machen wir, also wir haben jetzt auf jeden Fall hier für diesen Server brauchen wir eine MySQL-Datenbank, wir brauchen PHP, sonst funktioniert hier gar nichts, und wir werden Nginx benutzen. Okay, ja, was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen unsere Datenbank einrichten. Das heißt, wir brauchen eine Datenbank direkt für WordPress. Was bedeutet, wir machen hier einfach mal MySQL-U. Und ja, wir wollen uns als Root-User einloggen, deswegen -User, Root, also als Root-User einloggen. Und zwar wollen wir ein Passwort benutzen. Jetzt fragt ihr euch noch euren Passwort. So, und wir sind drin. Okay, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen eine neue Datenbank anlegen, und zwar nur für WordPress, und die Rechte zuweisen an einen User von WordPress eben. Okay, also Create Database. Also, wir erstellen eine neue Datenbank, und zwar, die nennen wir WordPress, da sie nur für WordPress da ist. Okay, das bedeutet, wir haben sie erfolgreich erstellt. Und jetzt wollen wir einen neuen User anlegen für WordPress. Das heißt, mit dem wird sich nachher unsere Applikation, unser WordPress-Server eben immer bei uns auf der Datenbank einloggen, weil die beiden sind ja nicht dasselbe. Also MySQL hatten wir schon installiert in dem vorigen Video, und WordPress muss sich irgendwie auch noch mit der Datenbank, kommunizieren können. Das heißt, wir sagen hier Create User. So, wie nennen wir das Ganze? WordPress at localhost identified by. So, jetzt könnt ihr hier wieder euer Passwort angeben, das, was ihr gerne benutzen wollt. Wir wählen jetzt hier einfach mal wieder Passwort. Wir nehmen die englische Version mit D. Semikolon nicht vergessen. So, okay. Jetzt hat dieser User hier noch nicht die Rechte, die wir wollen. Aktuell kann der User WordPress einfach noch gar nichts. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen dem User Zugriff auf diese WordPress-Datenbank geben. Und zwar auf keine andere. Das heißt, er kann gar nichts im Endeffekt, außer auf unsere WordPress-Datenbank hier zugreifen. Wichtig ist, hier solltet ihr ein gutes Passwort benutzen, nicht Password benutzen. Das ist ein furchtbares Passwort. Aber da der Server sowieso nur läuft, wenn ich hier gerade ein Tutorial aufnehme und ich die zu unglaublich bescheuerten Zeiten aufnehme, es ist mitten in der Nacht sozusagen, ja, ist es nicht wirklich relevant. Okay, und da WordPress sowieso nicht mehr lange auf dem Server laufen wird, weil ich es noch wieder deinstallieren muss. Okay, grant all privileges on WordPress. Allem. Also das heißt, alles in der Datenbank WordPress, alle Tabellen in der Datenbank WordPress. Und zwar, an wen sollen diese Rechte vergeben werden? Naja, an wen wohl? WordPress at localhost. Semikolon. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt diesem User, den wir hier gerade angelegt haben, mit diesem furchtbar schlechten Passwort alle Privilegien gegeben in unserer Datenbank, aber nur in unserer Datenbank WordPress. Das heißt, auf alle Tabellen in der Datenbank WordPress. So, jetzt müssen wir die Privilegien neu laden. Flush Privileges. Semikolon vergessen, macht nichts, kann man hinten dran setzen. Okay, und gut ist. Jetzt sind wir hier eigentlich fertig. Wir haben die Datenbank angelegt, wir haben den User angelegt. Jetzt sagen wir hier einfach mal Exit. Und MySQL wie immer höfliche Verabschiedung. So. Und jetzt laden wir uns von dem WordPress-Server, also von der WordPress-Webseite, die ihr eventuell noch nie gesehen habt, WordPress.org. WordPress ist auch auf Deutsch verfügbar, aber ja, die laden wir uns einfach jetzt mal runter, und zwar die lateste Version, also die neueste Version. Und zwar kriegen wir die ganz einfach, indem wir nicht Download WordPress, das würde
auch funktionieren, klar, aber dann müssen wir es rüberschieben auf unseren Rechner und so weiter und so fort. Wir nehmen uns jetzt einfach diesen Link hier, also ihr seht es hier unten, https://wordpress.org latest.tar.gz, merkt euch das, und wir laden das direkt bei unserem Server runter. Das heißt, wir sagen hier, hey, wir legen jetzt erstmal ein neues Directory an, make dir WordPress, und wir gehen rein in dieses Directory. Und hier sagen wir jetzt, okay, wir laden das direkt runter. wget, das ist quasi das Tool, mit dem ihr es runterladen könnt. https://wordpress.org/latest.tar.gz. So, kurz warten, bis es da ist. Okay, dauert ein bisschen länger. Ne, dauert nicht lange. Wir haben ja hier Super Speed. Naja, okay. Auf jeden Fall können wir es jetzt entpacken. tar XZVF ist im Prinzip immer dasselbe. Das benutzt man immer für diese Tar-Balls zum Entpacken. Und dann haben wir im Prinzip nur dieses Latest zum Entpacken. So, und jetzt können wir uns mal hier angucken, was gerade passiert ist, also was wir hier drin haben. Wir haben hier einen Ordner WordPress und wir haben diesen Tarball Latest. Und jetzt haben wir diesen Ordner WordPress und der ist im Prinzip das, was wir haben wollen. Und ja, jetzt können wir im Prinzip sagen, hey, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, jetzt können wir Feierabend machen. Nein, noch nicht ganz, fast. Wir müssen tatsächlich noch ein bisschen mehr installieren für dieses Video. Wir sind ja jetzt hier schon Root-User, das heißt, wir sagen jetzt eher erstmal als allererstes wie immer apt-get update. Das dauert wie immer kurz. So, und jetzt können wir hier sagen, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Software. Und zwar, wir brauchen install. Was WordPress brauchen wird, ist PHP 5-GD. Und es wird brauchen lib ssh2-php. So, also damit das Ganze für euch super funktioniert, braucht ihr die beiden Pakete auch. Ansonsten kann es Schwierigkeiten geben. Und danach ist es eigentlich nicht mehr arg viel. Wir müssen es dann nur noch sozusagen einrichten. So, jetzt sind wir wieder da. Okay, wunderbar. Jetzt gehen wir erstmal in den Ordner WordPress rein. Aber wir sind schon drin. Ne, wir sind noch nicht drin. CD WordPress. Okay. Und hier drin können wir jetzt mehrere Files finden. Ich mache mal hier kurz ein ls, damit wir das sehen können. Wir haben hier mehrere Dateien, also diese index.php, das sind ja alles Dateien. Die blauen Sachen sind Ordner und wir finden hier auch eine WP, also WordPress Config Sample. Die könnt ihr euch gerne mal angucken, falls ihr Bock drauf habt, aber wir werden sie jetzt gleich editieren und zwar nicht als Sample, sondern als richtige Config. Ihr braucht hier drin eine wp-config.php und diese wp-config.php, das ist im Prinzip die hier. Aber das ist nur ein Beispiel, wie ihr das Ganze konfigurieren könnt. Ihr müsst daran noch ein paar Sachen ändern. Das heißt, wir kopieren uns das ganze Ding jetzt einfach mal. wp-config sample. Und zwar, wohin wollen wir die kopieren? Naja, in denselben Ordner und einfach als wp-config.php. Das Ding ist, dass wir jetzt hier diese wp-config.php noch ein bisschen manipulieren müssen und verändern müssen. Das heißt, wir werden Vim benutzen, wie wir es eigentlich in den ganzen Videos schon gemacht haben. wp-config.php. So, und jetzt haben wir hier die komplette Konfigurationsdatei für WordPress. So, und was wir jetzt hier eben finden, ist dbName. Also das heißt, diese konstante dbName wird hier eingetragen, also Database Name here. Steht sogar extra dabei. Okay, was ihr machen müsst, ist wie immer i drücken, damit ihr was einfügen könnt und dann hier den Datenbankname ändern. Und zwar in WordPress, weil ihr die Datenbank gerade so genannt habt. Und hier der Username bei uns ist auch WordPress. Das war dieses WordPress at localhost, aber das at localhost fällt weg. So, und jetzt das Passwort, da müssen wir sogar nur was löschen, weil unser Passwort das mega schlechte Passwort ist. Okay, ja, dbHost ist localhost, das ist in Ordnung. dbCharset, das bedeutet, welche Buchstaben könnt ihr alle tippen? UTF-8 ist immer eine super Wahl, die könnt ihr eigentlich so lassen. Und alles andere könnt ihr auch so lassen. Also das war es im Prinzip schon. Das heißt, wir sind hier drin fertig. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Also erstmal Escape drücken, Doppelpunkt X Ausrufezeichen tippen. Und ja, wenn ihr Escape vergessen habt, dann tippt ihr immer noch dieses Doppelpunkt X Ausrufezeichen in eure Datei rein. Deswegen Escape ist wichtig in dem Fall. So, und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch in unseren Document Root reinbringen. So, was ist der Document Root bei Nginx? Das variiert ein bisschen. Und zwar haben wir nämlich im letzten Video hier eine Cloud installiert. Das heißt, hier auf dem Server läuft aktuell noch OwnCloud.
Was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben unseren Document Root, ich kann euch den einfach mal ganz kurz zeigen, und zwar vim etc nginx sites available und default. Das ist unsere Konfigurationsdatei, die ist sehr, sehr länglich geworden. Und wir haben das Ganze hier jetzt geroutet nach var www ownCloud. Wir setzen jetzt aber einfach mal den Root wieder ein bisschen woanders hin, damit wir hier ein bisschen Überblick behalten und machen das Ganze nach HTML, also var www HTML. Das ist jetzt der Ort, also der Ort, der hier bei root steht, das ist der Ort, den wir hier tatsächlich auch benutzen müssen, da wo unsere Dateien rein sollen. Aber der kann bei euch irgendwo sein, also ihr könnt den dahin setzen, wo ihr wollt. Achtet nur darauf, dass da keine sensitiven Dateien sind, denn der Ort ist wirklich für alle, für das ganze Internet, und alle Unterordner sind für das ganze Internet verfügbar. Okay, also jetzt müssen wir erstmal natürlich nochmal Nginx neu starten, das heißt Service, Nginx Restart. Bam. So, okay. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben den Root ein bisschen geändert und ja, jetzt sagen wir brauchen den Ordner CD. Also wir müssen erstmal in diesen Ordner rein, klar. Erstmal müssen wir ihn, glaube ich, erstmal kreieren. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt haben. Und zwar in var www. Und jetzt sehen wir hier Mail und ownCloud. Nein, das sind beides nicht die Ordner, die wir brauchen. Das heißt, wir machen hier erstmal ein Make Directory. Und wie soll das Directory heißen? Naja, wir haben es gerade eben HTML genannt. Das heißt, wir haben unser HTML. So, und hier ist logischerweise nichts drin. Jetzt brauchen wir hier natürlich die ganzen WordPress-Dateien. Das heißt, wir wollen einfach mal alles kopieren. Und zwar copy-rekursiv. Und ja, und wo sind die ganzen Dateien? In Home Directory, das ist diese komische Tilde. Ihr könnt natürlich auch eingeben Home User. Und dann in WordPress. Und anschließend nochmal im Ordner WordPress, und daraus wollen wir alles kopiert haben in dieses Document Root. Das heißt, wir wollen es hier rein kopiert haben, deswegen dieser Punkt, und zwar in dieses var www HTML. Okay, so, jetzt haben wir eigentlich alles schon, was wir brauchen. Schauen wir uns mal an, was da alles so drin liegt. Das heißt ls, ja, wir sehen den Ordner WordPress. Ich dachte, den habe ich da weggekriegt, aber okay, da ist noch ein Ordner WordPress. Na gut, okay, dann müssen wir in den Ordner WordPress nochmal kurz reingehen und alles hier raus, eins nach draußen verschieben. Das heißt, wir moven jetzt einfach mal alles, und zwar auch wieder rekursiv aus diesem Ordner eins nach draußen. So, ich mache es jedes Mal falsch. Move unterstützt kein -R, da muss man wieder mit diesen Sternen arbeiten. Das heißt, wir sagen hier einfach statt dem Punkt machen wir alles, wir verschieben alles. Ein Ordner nach draußen. So, jetzt ist hier nichts mehr drin in dem Ordner, aber wenn wir eins nach draußen gehen, sehen wir plötzlich, die ganzen Sachen sind hier drin. Das heißt, wir können einfach dieses WordPress Directory hier entfernen mit -R. So, und jetzt haben wir dieses WordPress hier raus und die ganzen Dateien liegen direkt im Ordner var www HTML. Sorry, ich habe da aus Versehen, wie gesagt, vergessen, dass da noch ein Directory mehr drin war. Okay, was wir jetzt gemacht haben, ist sehr, sehr cool, weil wir haben jetzt alle Dateien direkt zugänglich. Was wir jetzt allerdings noch machen müssen, ist, wir müssen erstmal noch einen Ordner bauen, in dem man hochladen darf. Das bedeutet, wir müssen hier sozusagen einrichten, dass man auch Dateien hochladen kann. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht so sinnvoller WordPress-Server. Was wir jetzt also machen ist, wir bauen uns ein Directory, Make Directory, wp Content. Ihr seht hier, warum gehen wir nicht einfach mal kurz in wp Content rein? wp Content. So, schauen wir uns an, was hier drin ist. Index, Plugins und Themes. Und was wir jetzt noch brauchen, ist hier ein Ordner Uploads. Also Make Directory Uploads. Okay, und jetzt sehen wir haben hier auch noch ein Uploads Directory. Bam, so war es gedacht. So, jetzt haben wir noch diese Nginx-Konfiguration ein bisschen aus dem letzten Video übernommen. Die würde ich ganz gerne wieder zurückwandeln in das mal, was wir davor hatten. Also quasi, wo einfach normale Sachen drauf gelaufen sind, ohne irgendwie jetzt fancy Stuff wie eine Cloud oder sowas. Also ohne diesen ganzen Upload-Kram. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal wieder her und zwar in den Ordner cd etc nginx und sites available. So, die Konfiguration von unserem, wir gucken einfach mal kurz hier rein, von unserem, also die Default-Konfiguration ist im Prinzip die von unserem
von unserer Cloud. Das heißt, ich verschiebe die jetzt einfach mal Move Default und nenne sie Cloud. So. Und dann sagen wir verschieben jetzt einfach mal wieder unsere alte. Ich habe die zum Glück gespeichert. Und zwar nach Default. So, und jetzt haben wir hier die Default-Konfiguration vom letzten Mal. Die sieht aktuell folgendermaßen aus. Hier haben wir allerdings schon den Root eingetragen von der Cloud. Das heißt, den muss ich nochmal kurz hier ändern auf HTML. So, und jetzt haben wir hier Listen 80. Also das heißt, wir hatten kein HTTPS aktiviert. Wir haben hier ein Root var www.html. Ist jetzt unser Document Root, was natürlich passt für uns. Wir haben hier den Server-Name auf Localhost, Location, brauchen wir hier Try Files. Das brauchen wir jetzt hier tatsächlich. Müssen wir wieder das Kommentar entfernen hier. Try Files bedeutet, wir probieren einfach ein paar Dateien aus und wenn wir sie nicht finden, dann probieren wir den Unterordner aus. Aber was wir jetzt hier machen ist, wir bauen uns hier noch ein bisschen mehr rein. Wisst ihr was? Ich schreibe das. Nee, ich schreibe es doch nicht noch. Wir bauen uns hier noch ein bisschen mehr ein. Und zwar das hier machen wir jetzt einfach mal weg. Und packen hier index.php. Also ansonsten fallen wir zurück auf die Seite index.php. Fragezeichen Query, also Fragezeichen Q, ist gleich $URI. Das heißt, das, was eingegeben wurde. Kaufmännisches und $Arguments. Was dann passiert ist folgendes: Falls wir die Seite nicht finden, werden wir einfach auf die index.php weitergeleitet mit Query gleich URI und den Argumenten hinten dran. Das bedeutet, warum ist es irgendwie cool oder warum ist es sinnvoll? Naja, manche Dateien existieren halt einfach nicht, weil sie über die index.php nur zugegriffen werden können und die index.php leitet dann eben weiter. Das heißt, das macht dann durchaus mehr Sinn, als einfach nur 404 anzuzeigen. Okay, gut, wir können die Error-Page 404 können wir eigentlich reinmachen. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Ne, lassen wir einfach mal draußen. Was wir hier wieder zurück ändern müssen, ist das Location hier. Das ist ganz okay. Aber der Kram hier, da brauchen wir noch einen $, hinten dran. So, wir brauchen hier wieder diesen Location-Block, den wir eigentlich schon von dem Mal davor hatten. Das heißt, wenn ihr das Video über Cloud übersprungen habt, dann steht hier eigentlich noch das Richtige. Try Files ist okay. Fast CGI Split Path ist auch in Ordnung, soweit ich das gerade sehe. Gucken wir mal weiter hier unten. Hier unten geht es nämlich noch weiter. Diesen Script File Name, den lösche ich wieder raus, den Teil. Oder was heißt, ich lösche ihn raus? Na, komm schon. Ich kommentiere ihn einfach aus, genauso wie diesen Path Info Teil. Den brauchen wir nämlich hier auch nicht. Aber das müsste ich ja eigentlich aus dem letzten Video alles überhaupt nicht haben. Das heißt, das hatten wir wirklich alles nur für die Cloud hinzugefügt und dann doch eine komplett andere Konfiguration genommen. Gut. Ja, und der Rest hier, also das mit den Fast CGI Params hier unten oder Fast CGI Pass generell, alles ist gut so. Alles andere hatten wir hier auskommentiert. Für die Leute, die HTTPS benutzen, hier ist natürlich dann auch noch einfach dieses SSL-Zertifikat, SSL-On und so weiter. Das braucht ihr da alles, aber ja, für alle anderen hier oben ganz normal 80 oder Port 80 benutzen. Und eigentlich ist es wirklich die Standard-Konfiguration. Wir speichern die jetzt einfach mal kurz. So, und dann sagen wir, wir wollen Nginx neu starten. Also wir sagen hier einfach Service Nginx und Restart. Und was wir auch noch neu starten müssen, ganz kurz, ist PHP 5-fpm Restart. So, okay. Was ihr dann macht, ist folgendes: Ihr geht einfach auf euren Browser und gebt hier oben eure Domain ein. Bei mir ist es hier nur eine IP-Adresse. Wie gesagt, der Server ist nicht mein richtiger Server. Wenn ihr zu mir auf den Server wollt, einfach the-morpheus.de. Da ist aber kein WordPress drauf. Da laufen ein paar andere Sachen drauf. Und dann werdet ihr automatisch weitergeleitet in wp-admin install.php. Und hier könnt ihr dann diese ganzen Informationen eingeben. Ja, das ist ein Passwort, was natürlich jetzt gerade nicht so gut ist, dass ihr das sehen könnt. Aber ich werde das gleich ändern. So, Site Title. Also erstmal, wie gesagt, hier einfach auf eure Domain gehen. HTTPS eventuell, wenn ihr es habt, wenn auch nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, jetzt geben wir einfach mal hier ein meine Seite oder mein Blog oder was auch immer. Und der Username zum Beispiel Admin. Und das Passwort machen wir jetzt hier einfach mal auf Hide. Und dann tippe ich hier irgendwas ein.
Ja, nur ein Medium-Passwort, das passt für den Server eigentlich auch ganz gut. Das kann ich mir auf jeden Fall merken. So, meine E-Mail-Adresse, das wäre in meinem Fall, ja, wir können ja einfach mal hier kontakt at the-morpheus.de nehmen. Okay, und Search Engine Visibility. Discourage Search Engines from indexing this site. Was bedeutet das jetzt wiederum? Naja, das bedeutet, wenn ihr hier den Haken reinsetzt, dann findet man euch nicht über eine Suchmaschine wie Google oder sowas. Das ist natürlich in den meisten Fällen absoluter Blödsinn. Deswegen solltet ihr es auf keinen Fall machen. Was wir jetzt hier machen stattdessen ist Install drücken. Und kurz, warten, was ist das hier? Success bedeutet einfach nur, ja, ihr habt sozusagen alles gemacht, was ihr wolltet. Es hat alles funktioniert und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch einzuloggen. Und zwar über Username und E-Mail-Adresse. Wunderbar. Gut, was wir jetzt hier benutzen, ist unseren Usernamen und unser Passwort. Passwort. Ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis. Furchtbar. Okay. Ja, wir sehen es. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Nicht gut. Aha, das war mein Passwort. Okay, sehr gut. Howdy Admin. Okay, wunderbar. Und jetzt habt ihr hier sozusagen alle Möglichkeiten, die euch über WordPress zur Verfügung stehen. Wenn ihr mehr zu WordPress haben wollt, dann schreibt mir einfach irgendwie einen Kommentar oder votet am besten WordPress irgendwie in meiner Abstimmung hoch. Die gibt es, wie gesagt, auf meiner Webseite oder falls es da noch nicht drauf steht, schreibt mir. Da gibt es auch einen Bereich, wo man Wünsche äußern kann. Und ansonsten wäre es natürlich cool, wenn ihr irgendwie mal ins Forum guckt und ja. Ansonsten folgt mir einfach wieder mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.